Viele haben ihn gewählt, um das System zu sprengen. Donald Trump fühlt sich ermächtigt. Seine Innenpolitik ist großartig, seine Außenpolitik auch. Er streicht alles, was wir haben. Das haben wir nicht verdient. Er regiert durch. Mit eiserner Hand lässt er Jagd machen auf Zuwanderer. Er vergrößert die Macht des Präsidenten. Was, wenn er dem Militär befiehlt, auf Mitbürger zu schießen? Mit dem Parlament will er die Macht nicht teilen. Donald Trump wäre gern ein Diktator. Der Präsident allein hat die Macht, das Gesetz durchzusetzen. Er hat das Sagen, das muss so sein. Es ist sein Job. Millionen Amerikaner haben Angst um ihre Demokratie. Trump führt die Exekutive wie ein Mafia-Boss. Er ist Immobilienmakler, aber redet wie ein Gebrauchtwagenhändler. Will Donald Trump das sein, was es längst nicht mehr gibt? Ein absoluter Herrscher über Amerika? Präsident Abraham Lincoln warnte einst das amerikanische Volk, dass ein Mann, der sich für das größte Genie hält, verbunden mit einem Verlangen bis zum Äußersten zu gehen, einmal aus unserer Mitte aufsteigt. wir beginnen da, wo sie genau das wollten. Einen mächtigen Anführer, der die Regeln bricht, damit Amerika auch für sie wieder funktioniert. Beaufort, South Carolina. Donald Trump siegte hier bei der Wahl gegen Kamala Harris mit 14 Prozentpunkten Vorsprung. Cameron Reeves und sein älterer Bruder Craig sind seit rund 40 Jahren Schrimpfischer, wie vorher ihr Vater. Aber viele Familienbetriebe haben in den letzten Jahren dicht gemacht, weil sie keine Chance hatten gegen die Billigschrimps aus Asien. Deshalb setzen sie all ihre Hoffnung auf Donald Trump. Er sorgt sich wirklich um die heimische Fischereiwirtschaft und das hilft auch uns Shrimpfischern. Wir sind sehr dankbar für Präsident Donald Trump. Nach einer Woche auf See bringt Camerons Crew einen guten Fang nach Hause, rund 9000 Kilogramm Shrimps. So viel muss es auch sein, damit es weitergeht, damit Craigs Tochter Molly die Familientradition mal fortsetzen kann. Trump hat Strafzölle über 40% auf Shrimp-Importe aus Asien verhängt. Das hilft ihnen, weil ihre Shrimps im Preiskampf sonst nicht mithalten könnten. Diese Billigimporte machen es uns schwer. Woher kommen die? Indien, Indonesien, China, die sind nicht so reguliert wie amerikanische Shrimps. Was meinen Sie mit reguliert? Diese Shrimps sind nicht wild gefangen, sondern aus der Massenzucht. In denen stecken Antibiotika. Unsere Shrimps kommen frisch aus dem Wasser, ohne Antibiotika. Direkt aus dem Ozean an die Kunden. Stolz kann man nicht importieren, kauft vor Ort. Schrimpfischen, das ist nicht nur ein Geschäft, sondern auch eine Lebensweise. Eine Zukunft für die nächste Generation, hart erarbeitet mit den eigenen Händen. Aber das goldene Zeitalter, das Trump versprochen hat, liegt für die meisten in weiter Ferne. Auch in Beaufort klettern die Preise für Wohnungen, Lebensmittel, Strom, Ersatzteile für die Boote. Am Abend beim Shrimp Cookout gibt es trotzdem keine Kritik an ihrem Präsidenten, noch halten sie ihn für den Heilsbringer. Für Religion und Familie, für traditionelle Werte trete Trump ein und für alles andere brauche er einfach nur etwas mehr Zeit. Die meisten hier sind angenervt von Politikern beider Parteien, die lieber streiten, als den Mann im Weißen Haus mit aller Kraft zu unterstützen. Ja, es wäre schön, etwas von den Milliardeneinnahmen durch die Strafzölle abzubekommen, aber ansonsten erfülle Trump schon seine Wahlversprechen.
Er hat in 6 bis 8 Monaten die Südgrenze fast komplett dicht gemacht. Das ist großartig. Er geht wie Ronald Reagan gegen die Drogenkartelle vor, von Mexiko bis Venezuela. Er jagt Schmuggelboote in die Luft. Es gibt vieles, was ich mag. Seine Innenpolitik ist großartig, seine Außenpolitik auch. Gibt es irgendwas, was Ihnen nicht gefällt? Seine persönliche Art ist manchmal etwas schroff. Manchmal sollte er lieber die Klappe halten. Aber solange er macht, was er machen soll, ist es okay. Er müsste mehr auf seine Worte achten. Aber er ist kein König und er handelt auch nicht so. Er hat das Sagen, das muss so sein. Das ist sein Job. Kein König, also. Die Reeves, ihre Familie, Freunde und Mitarbeiter nennen die Demonstranten, die Trump als König bezeichnen, abfällig Clowns. Aber sprechen Narren nicht angeblich meist die Wahrheit aus? Donald Trump will bewundert werden, so wie er sich selbst bewundert, als einziger, der wirklich weiß, was gut für alle Amerikaner ist. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, auch in der Kultur. Was er für künstlerisch wertlos hält, hat keinen Platz hier im Kennedy Center, dem er jetzt seinen Namen aufgezwungen hat, das Donald J. Trump and John F. Kennedy Center of the Performing Arts. Eigentlich ist jede Namensänderung dem Parlament vorbehalten nach einem Gesetz von 1964, aber da steht er drüber. Das soll wohl die Botschaft sein. Er ist verliebt in die Macht des Präsidenten. In seiner ersten Amtszeit war er von manchen nur fasziniert. Er liebte den Pomp und das Getue. In den 4 Jahren danach hat er genau überlegt, wie er seine Macht maximieren kann. Das sehen wir in allem. Seine Übergriffe gegen die Justiz, sein Versuch, die Rolle des Kongresses mit zu übernehmen. Er vergrößert wirklich die Macht des Präsidentenamtes. Alyssa Farah Griffin war in Trumps erster Amtszeit zuerst Pentagon-Sprecherin, dann Kommunikationschefin des Weißen Hauses. Für sie zeigen diese Bilder am besten, was Trump vorhat. So wie er den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen ließ, sich über alle Regeln und Traditionen hinwegsetzte, macht er es auch mit Amerika. Wie sein 400 Millionen Dollar teurer, spendenfinanzierter Ballsaal soll Trumps neues Amerika viel schöner, besser, großartiger sein als je zuvor. Obendrein will er sich dann noch einen eigenen Triumphbogen gönnen. Alles dreht sich nur um ihn. Sie werden von ihm keine langen Strategiepapiere sehen oder tiefe politische Überlegungen. Aber er ist ständig in unserem Leben, erinnert uns an alles, was er macht. Er ist immer in Bewegung und das nützt ihm. Trump regiert per Dekret. Mehr als 220 hat er in einem Jahr unterzeichnet, darunter ein Dutzend Notstandsverordnungen. Zuwanderung sei eine Invasion, also ein Notstand. So rechtfertigt er das oft brutale, vielfach auch grundrechtswidrige Vorgehen seiner Agenten. Wegen eines angeblichen Energienotstands lässt er die Öl- und Gasförderung massiv ausbauen, auch in Naturschutzgebieten. Den Regierungsapparat hat Elon Musk für Trump auf Linie gebracht, über 200.000 Staatsbedienstete rausgeworfen, ganze Behörden abgeschafft, Kritiker gefeuert. Der Präsident zerschlage Strukturen, die sich über Jahrzehnte verselbstständigt hätten, meint Glenn Elmers vom Claremont Institute. Die konservative Denkfabrik hat den Plan für Trumps Amtszeit mitentworfen. Das wichtigste Ziel des Claremont Institute war, dass Trump den Regierungsapparat wieder unter die Kontrolle des gewählten Präsidenten bekommt. Warum hat man Wahlen, wählt einen Präsidenten, wenn er die Regierung nicht im Griff hat? Trump beruft sich auf die Verfassung. Nach Artikel 2 habe der Präsident die alleinige Macht über die Exekutive. Er könne deshalb machen, was er wolle. Eine Theorie, die nur wenige Rechtsexperten teilen. Denn nach Artikel 1, also vorher im Text, hat die Gesetzgebung durch den Kongress Vorrang eigentlich.
Der Kongress hat die legislative Macht, verabschiedet Gesetze und genehmigt Gelder. Aber er ist nicht zuständig für die tägliche Ausführung. Der Präsident setzt die Gesetze durch, er exekutiert. Doch Trump missachtet die Gewaltenteilung. Er hat Billionen von Dollar, die der Kongress längst genehmigt hatte, eingefroren. Genau das aber verbietet dem Präsidenten ein Gesetz von 1974. Das Haushaltsrecht liegt ausschließlich beim Parlament. Am Ende muss der oberste Gerichtshof entscheiden. Bis dahin droht Trump immer wieder Richtern, Staatsanwälten, Anwaltsfirmen, die ihn angeblich behindern, und er feuerte Dutzende von Staatsanwälten und Einwanderungsrichtern. Donald Trump würde sehr gern ein Diktator sein. Er bewundert eindeutig starke Männer, die Diktaturen dieser Welt. Und das ist sehr gefährlich für das amerikanische Volk. Es ist sehr klar, dass diese Administration sorgfältig alles daran setzt, einen autoritären Staat zu schaffen, in dem abweichende Meinungen unterdrückt und Feinde verfolgt werden. Im September unterschrieb Trump ein Dokument, das die Meinungsfreiheit in den USA zerstören könnte. Offiziell ging es darum, Antifa zu einer Terrororganisation zu erklären, obwohl die Antifa keine echte Strukturen hat. Nach dem National Security Presidential Memorandum Nummer 7 kann auch jeder zum Terroristen erklärt werden, der anti-amerikanische, antikapitalistische, antichristliche Hetze verbreitet, der extremistische Überzeugungen zu Zuwanderung, Rasse oder Geschlecht kundtut, der sich feindselig äußert gegenüber traditionellen amerikanischen Überzeugungen bei Familie, Religion und Moral. Es ist ein weiteres Beispiel für die Verwandlung in einen autoritären Staat, der sagt, wenn du mir nicht zustimmst, nehme ich dich ins Visier. Und das ist sehr gefährlich. Jeder Amerikaner sollte sich große Sorgen machen. Die Wortwahl ist gefährlich, auch Taten wären gefährlich. Dieser Befehl ist ziemlich sicher verfassungswidrig. In Trumps erster Amtszeit war John Bolton sein nationaler Sicherheitsberater, bis der Präsident den unbequemen Experten feuerte. Im August durchsuchten FBI-Beamte Boltons Privathaus. Er wurde wegen unsachgemäßen Umgangs mit Geheimdokumenten angeklagt. Viele halten es für einen Akt der Vergeltung. Will Trump seinen Kritiker mundtot machen? Aber Bolton nimmt weiter kein Blatt vor den Mund. Es gibt sehr wenig Substanz. Trump ist ein Immobilienmakler, aber redet wie ein Gebrauchtwagenhändler. Jeder Deal ist der größte Deal in der Geschichte. Er glaubt, dass er den Friedensnobelpreis verdient. Und seine Anhänger versuchen, es so darzustellen, als seien Präsidenten nur dazu da, die Zustimmung zu den groben Prinzipien zu erreichen. Die Details kann man später klären. Aber man findet immer heraus, dass die Details das Entscheidende sind. Solche Kritik mag er gar nicht. Trump hatte in allem Recht, steht auf den MAGA-Mützen. Bolton glaubt, dass so einer gefährlich ist für die Freiheit in Amerika. Dabei war das Land immer stolz, den Unterdrückten dieser Welt Zuflucht zu geben. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. So sieht ein Kriegsgebiet aus. Jedenfalls nennt Donald Trump die Stadt so, Portland im Bundesstaat Oregon. Mit wüsten Ausdrücken beschimpft sie die Agenten der Einwanderungsbehörde ICE, die am Rande der Stadt ihre Einsatzzentrale haben. Von hier fahren sie los, um Migranten zu fangen, an Baumärkten, in Geschäften und Restaurants, in Wohnvierteln. Der Präsident schickt seine Helfer vor allem in demokratisch regierte Städte und Bundesstaaten, droht mit dem Einsatz der Nationalgarde. Die Demonstranten sind wütend über die Willkür, als gäbe es keine Grundrechte für Zuwanderer. Selbst wer schuldig ist, verdient ein ordentliches Verfahren. Wenn jemand schuldig ist, ab vor den Richter. Aber nicht Menschen einfach verschwinden lassen. Zigmal am Tag das gleiche Ritual. Sie machen den Weg frei für die Agenten. Meist werden die Demonstranten nur zurückgedrängt, manchmal kommt es zu Handgemengen. Dann folgt der Rückzug. Wer protestiert, so behauptet Trump,
verhindert die Durchsetzung amerikanischer Gesetze. Die demokratische Stadtregierung lasse kriminelle Zuwanderer schwere Straftaten begehen an der Bevölkerung. Aber die fühlt sich mehr bedroht durch die meist schwer bewaffneten Kommandoeinheiten, die durch ihre Vermummung Angst einflößen. Hinter den Masken haben sie Gesichter. Sie sind Menschen, die mit dir im Bus sitzen, die neben dir Kaffee trinken. Sie sind deine Nachbarn. Das sind die Leute, die viele, viele Menschen einfach mitnehmen, auf eine schockierend anonyme Art. Ja, die Stadt Portland hat Probleme mit Armut, Drogen, Kriminalität. Aber die Gewaltrate ist seit 3 Jahren im Sinkflug, dank der guten Polizei und Sozialarbeit. Vor dem Gerichtsgebäude treffen wir einen Helfer, der anonym bleiben will, nennen wir ihn Chris. Er erklärt Zuwanderern, die zur Anhörung kommen, ihre Rechte. Chris wollte mehr tun als nur demonstrieren. Ein Freund sagte mir, komm doch mit als Beobachter und sorge dafür, dass jeder fair behandelt wird. Das hat mir sehr geholfen, mit dem ganzen Trauma, was gerade in diesem Land passiert, fertig zu werden. Im Eingangsbereich wartet die Anwältin Vanessa Pancic auf ihren Mandanten und zeigt derweil Zuwanderern ohne Rechtsbeistand, wo es lang geht. Sie kennt die Angst, etwas falsch zu machen. Sie fürchten sich. Manche wollen so gar nicht kommen. Aber wir sagen allen, ihr müsst zu eurem Gerichtstermin kommen. Wenn nicht, habt ihr sofort verloren. Aber die Angst ist riesig. Ständig ändern sich die Regeln, neue Formulare, neue Gebühren, aber keine Angaben, wo man sie bezahlen kann. Schikane mit Folgen, denn jeder Fehler kann zur Abschiebung führen. Chris verteilt Infoblätter mit Ratschlägen und Telefonnummern für kostenlosen Rechtsbeistand, die Hotline von Bürgerrechtsgruppen. An diesem Tag läuft alles ruhig, aber in den vergangenen Monaten hat ICE Zuwanderer vor dem Gerichtssaal festgenommen. Vanessa und ihr Mandant aus Venezuela sind erleichtert. Sein Verfahren läuft erstmal weiter. Ich bin nervös und habe Angst. In anderen Bundesstaaten ist es noch schlimmer. In Oregon fühle ich mich ein wenig besser geschützt. Andernorts geschieht das. ICE-Agenten nutzen die Anhörungen, um Menschen mitzunehmen. Dabei werden nicht selten Eltern von ihren Kindern getrennt. Solche Bilder sollen vor allem abschrecken und zeigen, dass die Trump-Administration unerbittlich durchgreift. So wie im September in Chicago. Helikopter, Drohnen, Blendgranaten, ICE-Agenten stürmen einen Wohnkomplex, versetzen alle, auch Familien mit Kindern, in Angst. Eigens mitgebrachte Kamerateams setzen die Operation gegen angebliche Gangmitglieder in Szene. 37 Menschen werden festgenommen. Hinterher stellt sich raus, nur wenige sind schon mal straffällig geworden. Es gibt keinerlei neue Anklagen. Ihren Agenten verspricht die Trump-Administration absolute Immunität. Als die 37-jährige Renee Good in Minneapolis bei einer ICE-Operation stört, wird sie von einem Agenten erschossen. Die Regierung stellt die Frau als Terroristin dar und verweigert eine unabhängige Untersuchung. Die treibende Kraft in der Zuwanderungspolitik ist Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses. Von den Chefs von ICE und Grenzschutz soll Miller mindestens 3000 Festnahmen pro Tag gefordert haben. Stephen ist ohne Zweifel eine der einflussreichsten Stimmen in Trumps Ohr. Ich habe mit ihm damals zusammengearbeitet. Er spricht Trumps Sprache. Er weiß, was Trump will und wie er kommunizieren muss, damit es bei Trump ankommt. Oft höre ich den Präsidenten etwas sagen, was Stephen vorher schon gesagt hat. Er ist der einflussreichste Berater, den er hat. Im Weißen Haus hat Miller den Auftrag, jeden Widerstand gegen die Zuwanderungspolitik des Präsidenten zu brechen. Er will dafür auch gegen Amts- und Mandatsträger in Städten und Bundesstaaten vorgehen. Die Demokratische Partei kämpft nicht für die amerikanischen Bürger und vertritt sie nicht. Sie verschreiben sich ausschließlich der Verteidigung von Schwerstkriminellen, Gangmitgliedern, illegalen ausländischen Killern und Terroristen.
Die Demokratische Partei ist keine politische Partei, sondern eine inländische extremistische Vereinigung. Aber es sind nicht in erster Linie Schwerverbrecher unter den knapp 330.000 Zuwanderern, die seit Trumps Amtsantritt festgenommen und unter teils menschenunwürdigen Bedingungen eingesperrt wurden. Nur 40% haben tatsächlich mal eine Straftat begangen. Die meisten sind legal im Land, arbeiten, zahlen Steuern, warten auf ihre Anhörung im Asylverfahren. Geht es in Wahrheit um etwas anderes? Der Social-Media-Auftritt des Heimatschutzministeriums legt das nahe. Die ICE-Agenten sollen ein Amerika früherer Zeiten bewahren, vor allem für eine Bevölkerungsgruppe. Auf den Postern sind ausschließlich Weiße zu sehen, vor allem Familien. Siedlerromantik, geleitet vom Engel Gottes mit vertriebenen Ureinwohnern. Trump hat sein Versprechen von 1 Million Abschiebungen pro Jahr nicht erreicht. Aber nach neuen Umfragen glauben 53% der Amerikaner schon jetzt, dass die Maßnahmen überzogen sind. 36% halten sie für angemessen, 10% gehen sie nicht weit genug. Natürlich wollten die Wähler die Durchsetzung der Zuwanderungspolitik. Aber sie wollten nicht, dass man ihre Nachbarn, die sich an die Regeln halten und hart arbeiten, terrorisiert, kidnappt und verschwinden lässt. Sie wollten, dass nur die, die die Regeln brechen und Straftaten begehen, nicht bleiben dürfen. Doch er lässt sich nicht aufhalten. Trump schwor alle Generäle und Admiräle auf einen neuen Kampf ein, einen Zitat, Krieg im Land gegen Feinde von innen, in Städten, die von linksradikalen Demokraten regiert würden. Eine sehr wichtige Mission. Wir sollten gefährliche Städte als Übungsgelände für unsere Nationalgarde und unser Militär benutzen. Der Einsatz unserer Streitkräfte gegen US-Bürger ist unamerikanisch. Auch wenn es in Teilen rechtmäßig wäre, wäre es dennoch schrecklich. Dafür sind wir nicht Soldaten geworden. Was, wenn der Präsident befiehlt, auf Mitbürger zu schießen? Das ist die Linie, die diese Administration niemals überschreiten sollte. Auf amerikanische Bürger zu schießen. Einst sagte Präsident Roosevelt: Eine Nation muss nicht grausam sein, um stark zu sein. Auf Befehl Donald Trumps führte Amerika Krieg gegen angebliche Drogenboote aus Venezuela. Mehr als 100 Tote in über 30 Raketenangriffen. Bei mindestens einer Attacke griff das Militär ein zweites Mal an, tötete Überlebende. Nach den Richtlinien der US Navy gilt so etwas als Kriegsverbrechen, der Befehl als rechtswidrig. Er verübt Kriegsverbrechen und lässt Öltanker beschlagnahmen. Das ist zutiefst beunruhigend. Und es ist an uns hier im Kongress sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit gilt. Als Trump Anfang Januar dann richtig losschlagen ließ, wurde der Kongress nicht einmal informiert. Luftangriffe auf Venezuela. Elitesoldaten holen in Nacht und Nebel den Präsidenten des Landes. Nicolás Maduro steht nun in New York vor Gericht wegen Drogenterrorismus. Trump statuiert an Venezuela ein Exempel für eine neue Ordnung, die seinen Namen trägt. Sie nennen es Donroe-Doktrin. Nach unserer Sicherheitsstrategie wird die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre nie wieder angezweifelt. Gemeint ist die Doktrin von Präsident James Monroe, der 1823 Mittel- und Südamerika zum Einflussgebiet der USA erklärte. Trump will, dass Länder wie Venezuela, Mexiko, Kuba, Kolumbien den Drogenschmuggel unterbinden und ihre Rohstoffe, vor allem Öl und seltene Erden, nicht mehr an Russland oder China verkaufen, sondern an die USA. Chinesischen Einfluss drängt der Präsident auch in Panama zurück. Am Kanal lässt Trump Militärbasen bauen. Sogar nach Europa will er seine Macht jetzt ausdehnen. Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Es hat strategische Bedeutung. Es ist umgeben von russischen und chinesischen Schiffen. Wir brauchen Grönland. Donald Trumps America First Politik hat zu einem Amerika allein geführt.
Er kehrt seinen Verbündeten und seinen Partnern den Rücken, die uns stark gemacht und auch geschützt haben. Das ist extrem besorgniserregend. Ich urteile nicht über die Entscheidungen der deutschen oder europäischen Anführer. Aber wenn ich in ihren Schuhen steckte, wäre ich sehr besorgt. All ihr Schmeicheln ermutigt ihn nur weiter. Trump behandelt sie nicht wie Verbündete, sondern Gegner. Will nun mit drakonischen Strafzöllen die Übernahme Grönlands erzwingen. Putin, den Feind von NATO und EU, nennt er immer wieder einen Freund. Und auch so etwas löst dem Kreml Freude aus. Sie spielen mit Millionen Menschenleben. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg. Es ist respektlos gegenüber diesem Land. Über fehlenden Respekt kann sich der Aggressor nicht beklagen. US-Soldaten in Uniform und auf Knien richteten den roten Teppich für Wladimir Putin. Bis heute hat Trump, der angeblich mächtigste Mann der Welt, keine Einwände, dem Täter Putin Krim und Donbass zu überlassen. Donald Trump versteht das Spiel nicht, in dem er sich befindet. Bei Wladimir Putin, einem ehemaligen KGB-Agenten, habe ich keinen Zweifel, dass er die Fähigkeiten nutzt, die er als junger Mann gelernt hat. Schwächen anderer erkennen und ausnutzen. Das hat eine große Auswirkung auf die Art, wie er mit Donald Trump umgeht. In der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA findet sich kaum ein kritisches Wort für Russland. Dafür heftige Kritik an Amerikas europäischen Bündnispartnern. Europa drohe die zivilisatorische Auslöschung, abstürzende Geburtenraten, Verlust der nationalen Identitäten, freie Rede werde zensiert, politische Opposition unterdrückt. Trump will den Widerstand in europäischen Ländern kultivieren, patriotische Parteien unterstützen. Die Aussagen zu Europa wurden nicht aus Verärgerung geschrieben oder Antagonismus, sondern aus dem Gefühl der Enttäuschung, dass sich Europa oder zumindest einige Länder in Westeuropa der alten transatlantischen Allianz nicht so verpflichtet fühlen, was die Verteidigung der westlichen Zivilisation angeht. Die USA stellen sogar in Frage, ob zuwanderungsfreundliche Staaten noch NATO-tauglich sind. Doch viele Verbündete glauben, dass Trump die gemeinsamen Werte verrät, wenn er zu Hause demokratische Grundprinzipien abschleift. Soweit es Stabilität und eine Art regelbasiertes System seit 1945 gab, basierte es auf amerikanischer Macht und der Macht seiner Bündnisse. Wenn diese Macht angezweifelt wird, wenn Amerika sich zurückzieht von der Welt, von seinen Bündnissen und verlässlichen Freunden, können zwei Dinge passieren. Es verbreitet sich Anarchie oder unsere Gegner schlagen Vorteile daraus. Selbst Trumps vielleicht größter außenpolitischer Erfolg, das Gaza-Abkommen, ist für seine Kritiker kein Beleg für die Stärke Amerikas. Der Deal ermöglichte zwar die Freilassung der Geiseln, aber der Friedensplan stockt. Gaza ist zerstört, die Hamas bleibt bewaffnet, Israel greift immer mal wieder an. Auch hier hat Donald Trump mehr versprochen, als er halten kann. Jetzt ist es Zeit für ihn, nach Hause zu kommen. Er ist viel in der Welt rumgereist. Er hat viel Zeit aufgewendet, um so gut wie möglich Friedensdeals zu vermitteln. Das war auch alles gut. Aber er muss jetzt nach Hause kommen und sich auf die Wirtschaft fokussieren. Martin Luther King ermahnte einst die Mächtigen: Die hartnäckigste und dringendste Frage des Lebens ist: Was tust du für andere? Die Schlange wird immer länger in Anfield, North Carolina. Es ist ein Dienstag im Oktober und nach dem Wochenende haben viele ihre dürftigen Vorräte aufgebraucht. Yvonne Bobbitt, genannt Miss Cookie, macht Ansagen. Damit es schnell geht bei der Lebensmittelausgabe. Manche sind 80 Kilometer gefahren für Gemüse, Obst, ein paar Kartons voller Dinge, die sie sich kaum noch leisten können.
Ich bekomme bei mir im Ort keine Lebensmittel, weil wir kein Geschäft haben. Hier helfen sie mir. Was wir bekommen, geben wir auch an andere weiter. Wir teilen. Wenn Leute uns etwas geben, geben wir anderen etwas. Miss Cookie gehört zu den ehrenamtlichen Helfern. Seit 10 Jahren verteilen sie hier einmal im Monat frische Ware von umliegenden Farmen, finanziert aus dem Landwirtschaftsgesetz. Aber Donald Trump hat einen Großteil der staatlichen Gelder für diese Form der Hilfe für Bedürftige, insbesondere Senioren, gestrichen. Ja, wir wollen wieder großartig werden. Aber die Leute leiden, auch die Farmer. Weil er alles streicht, was wir haben. Und das haben wir nicht verdient. Fast 50 Millionen Amerikaner haben nicht genug zu essen. Die staatlichen Lebensmittelhilfen sollen weiter drastisch gekürzt werden. Am Rande von Raleigh, der Hauptstadt von North Carolina, liegt eines der Verteilungszentren für den Bundesstaat. Hier kommen die Nahrungsmittel an, werden geprüft, sortiert und für den Transport zu den Essensausgaben von Wohltätigkeitsorganisationen verpackt. 100 Millionen Mahlzeiten pro Jahr für 600.000 Bedürftige in 34 Landkreisen. Aber die Zahl der Menschen, die Hilfe brauchen, so sagt uns Amy Barros, wächst derzeit deutlich, weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren oder ihre Löhne einfach nicht mithalten mit der Inflation, die offiziell bei 2,7% liegt. Es ist eine der schwersten Hungerkrisen seit 20 Jahren. Und nach dem, was wir in der Politik sehen, wird die Not weiter zunehmen in den nächsten Jahren. Viele Lebensmittel im Supermarkt sind deutlich teurer als vor einem Jahr. Die Preise bei Rindfleisch, Kaffee und anderen Waren kletterten um zweistellige Prozentwerte. Mit staatlichen Zuschüssen in Millionenhöhe konnte die Foodbank frische Produkte kaufen bei 86 Farmern. Auch deren Existenz steht wegen der weiteren Kürzungen nun auf dem Spiel. Die Farmer brauchen die Einkünfte aus den Lebensmittelhilfen. Auch die Supermärkte sind darauf angewiesen. Geschäfte werden wohl schließen, vor allem in ländlichen Gegenden, während gleichzeitig die verletzlichsten Mitbürger, Senioren, Kinder, Menschen mit Behinderungen ihre Hilfen verlieren. Dabei hatte Trump bei seinem Amtsantritt all jenen, die sich im Stich gelassen fühlen, von der Politik genau das Gegenteil versprochen. Das goldene Zeitalter für Amerika beginnt jetzt. Von heute an wird unser Land florieren und respektiert werden in aller Welt. Mit seinen durchschlagenden Strafzöllen hat er der amerikanischen Industrieproduktion eher geschadet. Es gab keinen massiven Zuwachs bei den Jobs. Und die Lebenshaltungskosten sind unglaublich hoch. Das wird ihm mehr schaden als jedes andere Thema. Ich sehe nichts von goldenem Zeitalter in meinem Wahlkreis. Die Menschen kämpfen jeden Tag, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie haben 2, 3, 4 Jobs, nur um ihre Miete und ihre Krankenversicherung bezahlen zu können. Im Juli unterschrieb Trump sein, wie er es nennt, großes, schönes Gesetz, mit dem er die Steuersenkungen aus seiner ersten Amtszeit dauerhaft machte. Aber er strich eben auch staatliche Zuschüsse für die Krankenversicherung. Bis zu 18 Millionen Amerikaner könnten ihre Versorgung verlieren, weil sie zu teuer ist. Von dem Gesetz profitieren vor allem große Konzerne und reiche Amerikaner. Die Firmenchefs, insbesondere der Tech-Branche, freuen sich über eine weitgehende Deregulierung. Vor allem der KI-Boom sorgt für Wirtschaftswachstum, aber die Arbeitslosigkeit erreichte im November mit 4,6% den höchsten Stand seit 4 Jahren. Während sich Apple-Chef Tim Cook beim Präsidenten mit einem Goldgeschenk für die Höhenflüge der Aktien bedankt, beklagen 70% der Amerikaner zu hohe Preise. Nur 36% finden Trumps Wirtschaftspolitik gut. An dieser Stelle haben Sie, glaube ich, recht. Die Arbeiterklasse spürt noch nicht die Erleichterung, die sie erwartet hat. Er muss da mehr Arbeit reinstecken. Noch glaubt Trump, dass sich seine Strafzölle auszahlen.
Tatsächlich schwemmen sie voraussichtlich 2,7 Billionen Dollar bis zum Jahr 2035 in die Staatskasse. Aber das Geld kommt von den Unternehmen, die die Mehrkosten auch an Endverbraucher weitergeben. Für den durchschnittlichen Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung von 1.700 Dollar pro Jahr. Die Firma Groninger in Charlotte, North Carolina. Für den deutschen Spezialisten für Abfüll- und Verschließtechnik sind die USA ein Wachstumsmarkt, vor allem mit der größten Pharmabranche der Welt. Wir müssen einfach hier sein, meint Philipp Hauser, der uns die Fertigungshalle seines Unternehmens zeigt. Es ist Präzisionsarbeit von hochautomatisierten Maschinen, die Millionen von Dollar gekostet haben. Die Anlagen bestehen zu einem Gutteil aus rostfreiem Stahl, auf den je nach Herkunft bis zu dreistellige Prozente an Strafzöllen anfallen. Auch die Einfuhr der hochwertigen Rohstoffe ist jetzt deutlich teurer. Groninger hat das Glück, dass die Kosmetik- und Pharmabranche, für die sie ihre Produkte herstellt, boomt und dass ihre Kunden bereit sind, für höchste Qualität auch mehr zu bezahlen. Kann man beziffern, wie viel diese Strafzölle ausmachen für ein Unternehmen? Das kann man, und in unserem Fall sogar recht gut. Wir haben in 2024 ca. 64.000 Dollar an Zöllen bezahlt. Letzten Monat, akkumuliert auf das ganze Jahr, waren wir schon bei 600.000 Dollar. Hauser kennt Unternehmen in anderen Bereichen, die die Mehrkosten nicht auf ihre Kunden abwälzen können und bald vor dem Ausstehen. Das Schlimmste sei die Unberechenbarkeit. Heute war es so, morgen früh stehen wir auf und es ist wieder eine komplett andere Situation. Keiner kann mehr richtig planen. Und das ist meiner Meinung nach eine extrem große Gefahr für Unternehmen hier. Trotzdem steckt Groninger noch einmal mehr als 10 Millionen Euro in ein weiteres Gebäude, schafft tatsächlich neue Arbeitsplätze. Aber 2025 wurden in den USA insgesamt deutlich weniger neue Fabriken gebaut als in den Vorjahren. Landesweit ist auch die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrieproduktion um 75.000 gefallen. Trump reist derweil um die Welt. Sammelt, wie hier in Abu Dhabi, Versprechen für Milliardeninvestitionen ein, aber viele der Deals haben ein Geschmäckle. Die Arabischen Emirate kauften Kryptowährungen im Wert von 2 Milliarden Dollar von der Firma World Liberty Financial, die Trumps Familie und seinem Nahostbeauftragten Witkoff gehört. Der wichtigste Geschäftspartner des Trump-Konzerns ist die saudische Firma Dar Global, die Milliarden in Golfclubs und Luxusresorts mit dem Namen des US-Präsidenten investiert. Seit seinem Amtsantritt ist Donald Trump privat um mehr als 3 Milliarden Dollar reicher geworden. Die Beteiligung des Präsidenten und seiner Familie an profitablen Geschäften während seiner Amtszeit ist ohne Vorbild. Er bereichert sich selbst und seine Kumpane. Er will das Amt mit großer Beute verlassen für sich, seine Familie und für die Leute, die ihm ins Amt verholfen haben. In der Weltpolitik, so Trump kürzlich in einem Interview, könne nur eines seine Macht begrenzen, Zitat, meine eigene Moral, mein eigener Geist. Vor einem Mann, der sich selbst für das größte Genie hält und bis zum Äußersten geht, warnte ja einst Abraham Lincoln, und er fuhr fort: Wenn so einer kommt, braucht es Menschen, die zusammenstehen, an Regierung und Gesetzen festhalten und klug handeln, um seine Pläne zu stoppen. Sie versuchen es mit Spott. Ich esse eure Freiheit zum Lunch. I eat your freedom for lunch. Trump be king now. An diesem Tag im Oktober sind sie zu Zehntausenden gekommen in Washington, 7 Millionen Menschen im ganzen Land an mehr als 3000 Orten. Unter dem Titel No Kings, keine Könige. Sie haben Angst um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung. Er tut exakt das, was Hitler in den 30er Jahren tat. Und das erschreckt mich zutiefst. Er legt uns rein. Mit den Zöllen, bei den Preisen, beim Umgang mit den Staatsbediensteten. Er legt uns rein. Im Grunde missachtet er alle Grundsätze, für die dieses Land stehen sollte.
Viele sind eingeschüchtert und wir müssen die Stimme erheben für die, die sich nicht trauen und in Angst leben, besonders unsere hispanischen Mitbürger. Das sind keine Extremisten oder Terroristen, keine Feinde des Volkes. Unser Eindruck ist, dass von ihrem friedlichen Protest keine Bedrohung ausgeht für andere Menschen, aber eine Gefahr. Für die absolute Macht, die Trump sich wünscht. Er muss sie fürchten, weil sie bei den Kongresswahlen in diesem Jahr für neue Mehrheiten sorgen können. Das hofft auch Conor O'Donnell. Auf seinem Plakat hat er seine schlimmste Befürchtung abgebildet. Weit sei Amerika nicht mehr davon entfernt. Trump führt die Exekutive wie ein Mafiaboss. Er geht gegen jeden im Kongress vor, der sich gegen ihn stellt und für die Verfassung eintritt. Ein Präsident, der einschüchtert, nötigt und erpresst, der sich über alle und alles so erhebt, sollte eine Warnung sein für die ganze Welt, meint Conor. Es gibt eine Tendenz bei Menschen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, sich nach einem autoritären, starken Anführer zu sehnen. Wir haben nicht geglaubt, dass das in diesem Land passieren kann. Aber es beweist, mit den passenden Zutaten und einem, der das anführt, kann es sogar in Amerika passieren. Und deswegen, ehrlicherweise, auch überall auf der Welt. Sie wollen das verhindern. Donald Trump kokettiert derweil offen damit, Wahlen einfach auszusetzen. Im Krieg sind keine Wahlen? Sie meinen, wenn wir uns in 3 Jahren mit irgendjemandem im Krieg befinden, keine Wahlen mehr? Das wäre super. Trump will die Briefwahl und die Maschinen zur Stimmabgabe abschaffen. Er hat die Wählerverzeichnisse vor allem aus demokratischen Hochburgen angefordert. Dabei entscheiden allein die Bundesstaaten über die Regeln für die Präsidentschaftswahl. Die Integrität unserer Wahlen zu bewahren, ist das Allerwichtigste. Dass wir nicht nur eine Wahl haben, sondern eine, bei der die Menschen dem Ergebnis vertrauen. Das ist entscheidend, um wieder abzukommen vom Pfad in die Autokratie. Die ersten Testläufe für ein Comeback der Demokraten waren schon erfolgreich. In Virginia eroberte Abigail Spanberger das Gouverneursamt gegen eine von Trump unterstützte Kandidatin mit einem Vorsprung von über 15%, weil sie Abhilfe versprach gegen die hohen Preise. Vielerorts im Land siegten Demokraten in Regionalwahlen. Sie könnten im November die Mehrheiten im Kongress zurückerobern. Manche machen sich Hoffnung auf das Präsidentenamt, zum Beispiel Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien. Aber käme ein Demokrat wieder an? Es ist früher Morgen in Beaufort, South Carolina. Wir begleiten Molly Reeves und ihren Vater Craig. Der Dieseltreibstoff ist so teuer, dass sie oft nicht bis zu den besten Schrimpgründen fahren können. Aber sie geben noch nicht Donald Trump die Schuld. Sie misstrauen immer noch den Demokraten, denen der Kampf gegen den Klimawandel, für Minderheitenrechte und Zuwanderung wichtiger erschien als der Kampf für ihren amerikanischen Traum. Craig hofft, dass das Schrimpen eine Zukunft hat, auch weil seine Tochter später ins Geschäft einsteigen will. Aber die Spaltung im Land treibt Molly um. Was ich mir wünsche, ist eine Haltung, dass du ganz Amerika helfen willst, nicht nur deiner Seite. Es sollte nicht Demokraten gegen Republikaner oder andere kleinere Gruppen sein. Wir sollten zusammen handeln, nicht uns gegenseitig bekämpfen, sondern zusammenarbeiten. Viele wollten, dass Trump das System sprengt, doch er gefährdet so viel mehr. Die Wirtschaft, den sozialen Zusammenhalt im Land, und er zerstört Amerikas Ansehen in der Welt.